Dieses Video nenne ich Rose Garden. Rosengarten. Es zeigt am Anfang meine Rosen vor der Haustür. Und dann zeigt es ein paar Figuren, die schon hier waren in diesem Haus, als ich eingezogen bin. Christusfiguren oder aus dem Umfeld von Christus, Symbole. Eine Figur habe ich abgemacht von einem Kreuz, von einem großen Holzkreuz und habe das Kreuz blau gestrichen und an meine Haustür montiert. Da ist es schon seit 8 Jahren. Ja, und ich wollte eigentlich nochmal etwas komprimieren und dass es in einem Video ist, so ein paar Punkte zu dem Thema, weil es mich eben halt auch sehr betrifft. Zum Beispiel, warum sind all die Sachen, all die Figuren schon in dem Haus, in das ich einziehe? Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Das ist auch eine interessante Story, etwas mystisch, glaube ich. Etwas mehr als 20 Kilometer entfernt habe ich gewohnt. Mein Auto sprang nicht an und ich habe in der Nachbarschaft herum angerufen, ob irgendjemand kommen kann und mir Starthilfe leisten kann an meinem Auto. Es kam dann, meldete sich auch jemand, ein Unternehmer, der einen Holzbetrieb hatte, und wir kamen so ins Gespräch. Ich bin dann noch ein Stück mit ihm in seinem Auto gefahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wohin, zur Tankstelle runter oder so. Ich weiß nicht, eine Bergstraße runter. Und etwa alle 100 Meter oder alle 200 Meter stand eine Christusfigur, ein Denkmal. Und dann sagte ich zu ihm, bei einem ganz bunt gemachten und vergoldeten, sagte ich ihm, also manche sind auch zu kitschig. Ich meine, die passen nicht zu Jesus, weil er nicht in Gold gelebt hat, so der Überlieferung nach. Und dann fragte mich dieser Mann nach einem Moment und sagte, kannst du die Bibel in einem Wort erklären? Ich habe einen Moment lang überlegt und dann habe ich gesagt, ja, Nächstenliebe. Daraufhin fuhr er mit mir hier diese etwas mehr als 20 Kilometer in diesen Ort Önsbach. Ich hatte ihm erzählt, dass ich ausziehen muss aus dem Haus, in dem ich wohne und dass ich auch auf Wohnungssuche bin. Er fuhr mit mir hierher und wir hielten hier an am Haus und dann sagte er nur, das ist dein Haus. So, und direkt daneben auch wieder eine große Christusfigur. Dann treffe ich das hier an, was ich auch gezeigt habe in vielen Videos, Figuren, Bilder, Symbole, Christussymbole. Das erste Mal richtig damit konfrontiert mit dem Thema war ich 1975 als ein etwas jüngerer, der mir mehrmals begegnete, darauf bestand und behauptete, dass ich Jesus bin. Der kam zu mir und sagte, du bist Jesus. Und ich sagte, nein, ich bin nicht Jesus. Ich wäre gar nicht würdig genug, um Jesus zu sein. Das ging über mehrere Jahre so hin und hörte auch nicht auf. Dann hatte ich das Erlebnis, dass ich abends auf dem Weg von der Arbeit im Dunkeln durch den Ort Oberkirch fahre. Und plötzlich überholt mich ein Auto, ein kleineres Auto, und bremst vor mir etwas ab. Und dann leuchtet hinten auf der Ablage am Rücksitz auf Jesus Christus. So dachte ich, schon wieder haben wir das Thema Jesus Christus.
Später kamen wir mal ins Gespräch und ich habe ihn und seine Freundin besucht, die dann zu mir sagte: Andreas, du weißt hoffentlich, dass du das Gute bist. Das war auch wieder so etwas, ein Hinweis, so, und ich sollte es nun glauben, dass ich das Gute bin. So, dann gibt es noch mehrere Begegnungen. Es gibt auch eine Begegnung, die ist auch etwa 8 Jahre her, auf einem Parkplatz an einem Supermarkt. Da steige ich aus dem Auto aus und gehe Richtung Eingang und es kommt ein etwa gleichaltriger Mann mit einem Fahrrad, daher sehr schlicht gekleidet, etwas längere Haare auch. Und wir begegnen uns so, ich bin auf dem Weg zu dem Eingang, er steigt vom Fahrrad ab und dann schauen wir uns so vielleicht aus 2 Meter Entfernung an ins Gesicht. Und dann ist es so, dass wir beide uns erkannt haben. Also es waren nur ein paar Sekunden, vielleicht 20 Sekunden oder so. Wir hatten beide das Gefühl, dass wir uns kennen. Schon mal von irgendwoher, aber in diesem Leben nicht. Und er war mir auch vorher nie begegnet. Aber es war so vertraut und so tief, dass man fast so das Gefühl hatte, die Welt bleibt stehen, die Erde sozusagen, oder sie ist gar nicht mehr da, es ist nur dieser Moment der Begegnung. So, davon gibt es noch 3 oder 4 in den letzten 8 Jahren. Wir haben uns nie richtig unterhalten, sondern immer so zugenickt, freundlich und gegrüßt, Hallo gesagt. Und beim letzten Mal, da war ich auch wieder drauf mit dem Thema Jesus, natürlich ganz intensiv. Das geht doch gar nicht anders in diesem Haus und mit all dem, was mich umgibt und mit all dem, was ich erlebt habe in meinem Leben, geht es gar nicht anders. Da hatte ich jedenfalls so den Punkt spontan: Ach, du hast vergessen, ihn einfach mal zu fragen: Hast du manchmal das Gefühl, dass du Jesus warst? Oder hast du das Gefühl, dass du Jesus bist? Das hatte ich vergessen und ich habe mir aber fest vorgenommen, sollte er mir noch einmal begegnen, werde ich ihm das direkt als erstes so sagen und die Frage stellen. Und dann bin ich mal gespannt auf die Reaktion, weil es wird schon dieses Thema sein, das uns verbindet. Ja, sonst würde das alles gar nicht geschehen. Das ist so meine Erklärung. Das alles würde gar nicht geschehen. Das ist wie aus einer Geschichte. Quasi, als wäre es eine Geschichte, die schon geschrieben ist und man lebt in dieser Geschichte, in diesem Märchen oder was es auch sein mag und ja, kommt irgendwann ans Ziel. So, jetzt habe ich all diese Symbole hier drin. Viele Heiligenfiguren stehen hier noch drin. Viele Bilder. Ein paar zeige ich noch. Okay. Und jetzt diese tollen Rosen und die sozusagen, deshalb mache ich dieses Video, da hatte ich mich zum Ausruhen so aufs Bett gelegt und dann habe ich so an diese Rosen gedacht und gedacht, von selber sind sie so gewachsen und so ohne jede Pflege, so viele leuchtend rote Rosen und die weißen Hagebutten dabei. Und oben steht vor meinem Fenster die Jesusfigur, die ich dahingestellt habe. Da mache ich manchmal abends eine Kerze an, die steht direkt davor. Ja, das ist also jetzt nochmal etwas Zusammengefassteres zu dem Thema. Das Thema habe ich aber in bestimmt 50 bis 100 Videos so bearbeitet oder verarbeitet. Aber heute bin ich eben wieder da. Und weil die tollen Rosen da so blühen, nenne ich dieses Video Rose Garden.
Ich könnte auch sagen Rosengarten. Das klang mir nur etwas zu hart, so sprachlich. Rosengarten und Rose Garden, das ist etwas Weiches, weicher. Und es ist immer noch so, dass auch wenn man kein Englisch kann, man erahnen kann, was es bedeuten soll. Ja. Und jetzt gleich, was auch noch kommt, jetzt wollte ich mir nämlich ein Glas Wein einschenken. Ich zeige mal einen Wein, der habe ich vorher nie gesehen, ist mir nie vorgekommen. Erst hier, als ich hier eingezogen bin. Und zwar ist das ein Spätburgunder, ein roter, und der nennt sich Alde Gott. Der alte Gott. Ein sehr leckerer, trockener Rotwein kann ich empfehlen. Und davon trinke ich ab und zu was in den letzten 8 Jahren. Das gönne ich mir. Ich bin ja Rentner und möchte ja auch irgendwas so genießen. Und ich fahre nicht mehr Auto, ich fahre Fahrrad. Ja. Okay. Und jetzt gieße ich mir ein Glas Wein ein und dann gehe ich hoch zum Computer und werde mal anfangen, das Video zu machen. Okay? Und das war's für heute. Heute ist wieder Sonntag. Und ich sage mal, bis später. Irgendwann. Jetzt muss ich ein paar Mal dahin gucken, weil es gerade aus meinem Ofen qualmt. Ob alles okay ist. Das ist alles okay. Also, ciao. Hier habe ich seit etwa einem Jahr diese Jesus-Figur stehen. Die war auch schon im Haus, als ich eingezogen bin. Der schaut hier so über mein Rosenbeet. Also über die Straße. Die Marienfigur war auch schon hier, als ich eingezogen bin. Es ist also so etwas von dem Ambiente. Dieses Bild war auch hier, als ich eingezogen bin.